Ich begrüße euch mal wieder herzlich zurück bei Tales of Berseria. Da sind wir also wieder. Und jetzt ist die große Frage, wo genau sollen wir eigentlich überhaupt hin, ja? In irgendeine Bar war das, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt muss ich gerade mal ganz kurz gucken, wo war denn hier überhaupt nochmal irgendwie so eine... Etwas hätte ich davon ab, die Norflaschen hier zu verwenden. Ja, okay, gut, auf V kann man nicht die Norflasche verwenden. Ich probiere gerade irgendwie mal hier alles einmal durch. Wo genau muss ich hin, ist die große Frage. Aha, okay, alles klar. Jetzt sehe ich's. Die Kameraempfindlichkeit ist aus irgendeinem Grund ein bisschen hoch. Warte mal, da lag so ein Punkt. Und auch ein Item. Hey, warte mal ganz kurz. Also die Kameraempfindlichkeit, war die schon immer so sehr hoch? Das... Lass mich mal einmal ganz kurz überprüfen. Konnte man das hier einstellen oder ging das gar nicht? Achso, ja, Rotationsgeschwindigkeit der Kamera. Steuerung. Na, das ist ein bisschen besser vielleicht, oder? Also, naja, gut. Nicht so schlimm, dann bewege ich die Maus halt nicht so doll. Was ist denn hier eigentlich los? Genau, wir wollten uns hier nämlich mit so einem ganz bestimmten Typen versammeln. He may be the shepherd now, but no one knows who he was before the Advent, or what he did. No, ganz genau. They don't. True. He showed up one day with a mallet in tow, routed the demons, and formed a band of skilled young exorcists. That sounds pretty suspicious. Right? But the kingdom readily acknowledged his abilities and his conviction, and threw its full support behind him. Maybe he plans on usurping power for himself. Not likely. He's worked tirelessly to rebuild the church and state, and to shore up the royal family's position. Lining his pockets from the state coffers, then. Not the slightest chance. Rather, he's got all the other higher-ups worried he's working himself to death. Then what's he after? Maybe there is no ulterior motive. Maybe he is our shepherd. Whatever the case, if he hadn't shown up when he did 3 years ago, Midgand would be a smoking... Ach, ich habe kurz gedacht, das sind hier unsere Leute, ne, aber in Wahrheit, nee, die raffen es doch nicht. Dachte, das sind jetzt so hier welche, die so denken wie wir, naja, so ähnlich denken wie wir. Wir machen es ja aus einem anderen Grund, aber wir brauchen einfach mal welche, die sich vielleicht mal nicht Artorius direkt anschließen. Wie wären das mal? Wir waren im Übrigen hier hinten schon, ne? Ich glaube nämlich auch nicht. Ich gucke mal hier nochmal nach, ob wir die Truhe hier auch... Hä? Habe ich die Truhe ernsthaft übersehen oder kann man die jetzt jedes Mal auch wieder neu öffnen? Das würde mich doch sehr überraschen. Nun gut, bin ich hier glaube ich doch nicht ganz richtig. Wo hat man denn hier sein Quest-Goal nochmal gehabt? Ich bin gerade ein ganz kleines bisschen verwirrt. Und irgendwo konnte man ja auch hier, genau, Expedition. Ist das Schiff schon wieder zurückgekommen? Take a look at this. Genau. Zweimal Sieg, einmal verloren, das ist besser als letztes Mal. Und den ganzen Kram haben sie mitgebracht. Scout ship setting sail. Und wir setzen sie wieder, hier die Segel, ja. Geht mal wieder erkunden. Es musste doch, hier irgendwo muss es doch noch mal was gegeben haben von wegen mein Ziel. Wo ist, was mit meinem Ziel? Also Questziel und so, ne? Ich weiß es gerade leider nicht mehr zu 100%. Wir müssen jetzt mal einfach hier so ein bisschen durch die Stadt laufen und gucken, wo wir als nächstes hin müssen. Hier mit Sicherheit nicht. Aber irgendwie gab es doch mit Sicherheit eine Taste dafür, oder? Also, tut mir leid, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aha, warte mal. G, okay. Finde eine Taverne, okay. Sehenswürdigkeiten in der Stadt. Und hier können wir auch... Aha, hier können wir auch immer... Das ist auch so wie in Tales of Arise. Der Stern zeigt dann immer an, wo man hingehen muss. Und man kann ja auch die verschiedenen Layer von der Karte immer durchklicken. Straßen von Loegres, warte mal. Ich würde gern hier so ein bisschen mich... Genau. Warte mal. Und was ist das da rechts? Was ist denn das hier überhaupt, dieser blaue Punkt? Straßen von Loeg... Ja, und wo genau? Wo ist denn das hier? Erstmal möchte ich gucken, was ist denn das hier? Ach, das ist eine Taverne. Hier sollen wir hin. Sehr gut. What'll it be? Some food for the boy.
Marble curry is our specialty. It takes a week to stew properly. Oh, ich habe jetzt auch Hunger. Jetzt habe ich richtig Hunger gekriegt dadurch, weil ich auch... Ist gerade Mittagszeit. Do you know a man named Baskerville? I heard we might find him here. Und so Curry, That old oh. man, a scoundrel and criminal who went against the rules of the Abbey. They executed him long ago. Oh. Velvet, this Mabo curry is amazing. You get along so well. Is he your brother? Natürlich musste sowas auch nochmal kommen. No. No, he wouldn't be, would he? After all, your The brother fuck? was murdered before your eyes. How do you know that? The shadows watch those who flinch from the light. So the guild is still active, even after Baskerville's arrest? That's right. Just like how Ifreed's crew continues their piracy, even without their captain. So you're the contact? What may I help you with? I want to know what Artorias is planning. Jetzt wird's interessant. Information such as that? It won't come cheap. Ach komm, du bist 80 Jahre alt, du hast doch nichts mehr, wofür du Geld brauchst. I have here a list of jobs. Not one remotely legal. Take care of all of them. Ah gut, okay. Das kann sie natürlich machen, uns hier erpressen, ihre Aufgaben für sie zu machen. Welchen Auftrag willst du annehmen? Na alle, ne, oder? Wenn ich mich jetzt direkt erstmal... Okay, ich muss wahrscheinlich immer wieder hier neu herkommen und die Aufträge annehmen. Einen Hinterhalt vereiteln, nach einem Vermissten suchen oder Waren zerstören? Ist ganz klar, was wir machen, oder? Wir zerstören Waren. Ich will, dass du die Waren in den roten Kisten zerstörst, die in einem Lagerhaus in Saxonhafen stehen. Nehme ich an. Take this with you as documentation. It's fake, but it's a good fake. It'll hold up to inspection. It's registered to Mogulu's menagerie? Oh? Was that not the name you gave to the guard at the gate? I can see you're a group to be reckoned with. Report back here once you're finished. However, be aware that should you fail... Then this conversation never took place. Got it. I'll cause you no trouble. I appreciate your understanding. You're welcome to stay the night, free of charge. Forget about work until the morning comes. Right. You're missing Captain Ifreed. The captain has done much toward our viability. I promise that I'll share anything I hear about him for no charge. Thanks. All we know is there was a pendulum on the ground at the last place he was seen. And that Legate Melchior is connected to the captain's disappearance. How? We don't know. Sounds like you've got problems of your own. Do you really have time to take on ours as well? I could ask you why you've tied yourself up with Velvet. Me? I've got a debt to repay. Without her, there's no way I'd have ever found my blade again. A demon repaying a debt? Ridiculous. As ridiculous as a pirate Moloch, you think? No matter how you look at it, there's nothing reasonable about our rogue existence. And in this brave new world governed by reason, a rogue can either rage and become a monster like me, Or band together with others. Like a ship full of pirates, perhaps. Exactly. I admire Velvet's courage, squaring off against the whole world on her own. Few can accomplish that. It takes strength. Real strength. And I'm curious where it comes from. So you're doing it for yourself after all? Is that so wrong? No. I'm the same.
I need allies on my side, with the strength and courage to combat this so-called order imposed by the Abbey. But anyone who's willing to put up with the creed folly of Ifrit's pirates has to be an even bigger fool than we are. So I'm like you. I want to know how deep her foolishness goes. She'd kill you if she heard that, you know. It's a compliment. Fools that big aren't born every day. Aha. And I imagine your dear Captain Ifrit's much the same. Aye. That man flies his full flag proudly. Ein schöner Männerabend. Trinken und über sowas wie Kämpfen gegen die Welt reden. He's got the populace eating from the palm of his hand. I wonder... Just how deeply will the fangs of our would-be tragic heroine scar this broken world of ours? I've got a traitor to find, but in the meantime, this should be a good show. Was genau ist mit ihr eigentlich? Okay, Reiseerlaubnis erhalten und ich habe das Rezept für Curry jetzt. Und wir haben Mysterien der Schattengilde. A kind face for such a hard woman. She knew about me and our cover. She's got ears everywhere. And that's not all. She called the papers fake, but they're not. So she's got spies working on the inside, too. I heard that her predecessor, Baskerville, was a monument against authority. To think he was executed. They've lost their leader, but remain unconquered. Not an organization to trifle with. That's how they have to be to take on the Abbey. We'd better succeed on our missions, and not just to get the information we need. Yeah. Besides, I'd like to get another of those drinks, too. You're a Natürlich. man of taste. That place always has the best. Und er hat nochmal Bock auf Curry. If you want more Mabo curry. I will. Was, sie will Karten spielen, oder was? Die Konten hier sind schwieriger als jeder Auftrag, der einen um die Blutschwingen aufhalsen. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Kellnerspiel spielen. Regeln für Kellner. Warte mal. Kann ich... Achso, das geht nur mit Pfeiltasten. Okay. Mhm. Hier geht es darum, den Gästen die richtige Bestellung zu bringen. Gäste, die eine Bestellung aufgeben wollen, haben Sprechblasen über ihren Köpfen. Beginne damit, ihre Bestellung entgegenzunehmen. Gehe dann zur Theke und sammle beim Chefkoch die richtigen Bestellungen ein. Solltest du eine falsche Bestellung eingesammelt haben, dann drücke Leertaste oder R, um sie loszuwerden. Aha, wir können kellnern? Du musst die richtige Bestellung zu den richtigen Gästen bringen. Jedes Mal, wenn dir das gelingt, werden sie als erfolgreich gewertet. Bringst du einem Gast das Falsche oder lässt ihn zu lange warten, wird er wütend und die Bestellung schlägt fehl. Jede abgeschlossene Bestellung, ob erfolgreich oder nicht, wird auf die erforderliche Anzahl von Bestellungen für den Abschluss der aktuellen Stufe angerechnet. Aber sei vorsichtig, überschreitest du die Anzahl erlaubter Fehlschläge, so endet das Spiel. Jedes Spiel besteht aus 3 Stufen. Nach Abschluss einer Stufe kannst du mit der nächsten fortfahren oder das Spiel beenden. Beendest du das Spiel, hängt die Menge an TL-Münzen, die du erhältst, davon ab, wie viele Stufen du abgeschlossen hast. Machst du mit der nächsten Stufe weiter, dann warten mehr Gäste auf dich und mehr Bestellungen, die du servieren musst. Dafür winken aber auch größere Belohnungen. Es ist wichtig, die Bestellungen deiner Gäste im Auge zu behalten, um sie effizient zu bedienen, bevor sie wütend werden. Du kannst mehrere Speisen auf einmal tragen, also plane deine Route möglichst effizient. Für die Zeit knapp kann es auch besser sein, weniger zu tragen. Okay, das ist sehr interessant und ich versuch's mal, oder? Mit Love. Es geht nur mit Laffisette. Ja, hallo? Pudding. Ja. Nur ein Gast, oder was? Was? Wo ist... Achso, ich bin dumm. Hier, Pudding. Ja. Was willst du? Mabo Curry kriegst du sofort. Und du hast doch was? Obsttorte. Ah, nach dem Pudding noch die Obsttorte. Der hat wohl nicht vor abzunehmen. Huch. Sag bitte. Okay, Level 1, sehr einfach, alles klar.
Ich hatte vor, immer nur so ein Level zu spielen bei sowas zum Beispiel. Um nicht zu viel Zeit des Parts damit zu vergeuden. Ich würde sagen, wir spielen nochmal, oder? Hausgemachtes Brot. Doch, so eine Minispiele gefallen mir sehr gut. Obstsorte. Sehr kreativ. Und du willst bestimmt gleich noch was, oder? Ja. Marbo Curry. Kann ich verstehen. Das isst Laffy-Set selbst sehr gern. Und du wieder? Und er will nochmal Pudding. Jawohl, sehr nice. Gut, ich würde sagen, dann spielen wir quasi weiter beim nächsten Mal, wenn wir hier wieder herkommen. 120 Tails-Münzen, alles klar. Ein Minispiel, um sich Geld zu verdienen. Nicht schlecht. Ich habe gedacht, das ist vielleicht so ein Kartenspiel wie in The Legend of Heroes, aber es ist was ganz anderes. Auch nicht schlecht. Destroying red crates in a warehouse? Doesn't sound very nice. Have we ever been nice? I suppose not. This is a contract job, so let's keep costs down. I'll call the Von Eltia and have her draw the guards away. If you would. What will we be destroying? Who knows? That's hardly our concern. Ist ja egal, Hauptsache wir zerstören es, ne? Geht uns ja nichts an, was das ist. Gut, hier ist noch irgendwie was. That ceremony was simply fantastic. Lord Artorias' speech was brilliant, of course, but Prince Percival was really something too. He raises up Artorias to help the country and its people, then willingly steps down. Now that's what I call a king. You think so? Well, to me, he just looks like a wimp. He may look that way, but he has a great inner strength. He's excelled as a scholar and a leader since he was young. His only hobby is falconry, but sadly I hear he hasn't had the time for it lately. You seem like a big supporter of his. Well, he's got 2 younger brothers, but just between you and me, they're dolts. Worse, they hang with a bad crowd. If anything were to happen to Prince Percival, the future of Midgand would be bleak. I see. So everyone's hopes are riding on him then. Which means Midgand's vulnerable without him. Das so zu ihm dann noch so zu sagen, so. Naja. Velvet hat da auch keine Scheu. Gut, dann an der Stelle bedanke ich mich fürs Einschalten. Im nächsten Part gehen wir die Kisten zerstören. Also Leute, bis dahin, haut rein und ciao.